Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie in Wien. Mein Name ist Panto Trifkovic. Ich bin Künstler und Inhaber hier von Panto Art. Heute haben wir sozusagen die Eröffnung von der Ausstellung Meine Mutter, Deine Mutter. Und zwar handelt es sich jetzt um die dritte Ausstellung in diesem Jahr. Sozusagen die dritte Ausstellung in Folge im Monat März, den dritten Monat. Und gleichzeitig ist es auch so, was ich für mich draufgekommen bin, das sind genau 33 Jahre, dass meine Mutter leider sehr jung verstorben ist, und das sind so ein bisschen ein paar Dreien, die da ein bisschen mitspielen. Das Thema Meine Mutter, Deine Mutter hat mich ja so fasziniert im Sinne von, immer wenn man über die Mutter redet man eigentlich immer nur über die eigene Mutter. Selber fällt einem das ja gar nicht auf, dass ganz viele Frauen um einen herum auch Mütter sind. Sei es jetzt in Form von Freundin, sei es in Form von Nachbarin, Verkäuferin, die Ärztin etc. In ganz vielen Bereichen ist das so. Und ich habe mir die Frage gestellt, wäre es möglich, das von einer künstlerischen Seite zu beleuchten, und habe eine Ausschreibung ausgeschickt im Vorfeld und Künstlerinnen und Künstler in Österreich eingeladen, sich dieses Thema anzunehmen und Kunstwerke zu produzieren oder bereits vorhandene einzureichen für diese Ausstellung. Heute möchte ich Ihnen sehr gerne diese Werke präsentieren und eine kleine Einführung in das Thema starten sozusagen. Und wir starten gleich mit der Künstlerin Theresia Eros, die durch ihre Art, Collagen zu machen, sehr bekannt geworden ist auf diese Art und Weise. Wenige Künstlerinnen arbeiten mit dieser Art von Materialien. Und sie hat sich in allererster das Thema angenommen, im Sinne ihrer Großmutter, ihrer Oma zu zeigen, wie war das damals. Das Bild heißt ja auch Oma war damals. Und gleich zu Beginn dieser Einführung in der Ausstellung fällt sofort natürlich auf, dass hier wir sehen können, ein klassisches traditionelles Bild von einer Mann, Frau, Kind, und so wie es sein sollte. Die Frau hat ihren Platz, der Mann hat ihren Platz, das Kind, klar, ist alles schon vorgegeben, gesellschaftlich kein Thema, da gibt es gar nicht dran zu rütteln. Traditionen, Werte, Vorstellungen, aber auch der Einfluss von Religion, von Kirche, vom Glauben ist natürlich sehr prägnant. Und genau dieses Thema greift Theresia Eros in ihrem zweiten Bild auf, das sich göttliche Mutter nennt. Und hier haben wir ja auch die heilige Maria und die heilige Anna sozusagen in diesem Bild verwoben durch diese Technik, die Theresia Eros verwendet. Und gleichzeitig fällt aber auf, dass das ist ja auch einer der Merkmale von Theresia Eros, dass die Leidenschaft der asiatischen Kultur, sei es jetzt indische oder japanische, chinesische oder generell, also die Kulturen zu mischen, das ist etwas, was sie gerne tut. Und auch hier hat sie ganz genau, wenn man hier hinschaut, sieht man also asiatische Elemente wie Buddha-Abbildungen etc. Auch sozusagen ein kleiner Hinweis an diesen spirituellen Weg, an diese Weltanschauung, religiöse Betrachtungen, wo denn und wie denn die Frau bzw. die Mutter ihren Platz hat. Das ist natürlich ein Stichwort, wenn wir gleich wechseln auf diese Seite, wo wir Kunstwerke von mir finden, und zwar gleich anlehnend auf diese Traditionsebene, diese Verbindung, diese Anknüpfung an das Thema Tradition. Hier auf diesem Bild haben wir
sozusagen eine Vorreiterin, deswegen heißt das Bild das Vorbild. Hier haben wir die Anna von Frey. Das war die erste Österreicherin, die im Jahre 1869, das muss man sich ja mal vorstellen, den Großglöckner erklungen hat. Ja, zu einer Zeit, wo eigentlich Frauen wenig bis gar nicht Zugang zu irgendeiner Bildung oder zu irgendwelchen anderen kulturellen Geschichten möglich waren. Ja, also die Anna von Frey hatte, aber weil sie aus einem guten Hause, aus einem situierten Haushalt sozusagen kam und trotzdem, dass sie eine Frau war, eine Mutter und wie man hier sieht, ihr auch Großmutter, weil das ist hier ihre Enkelin, hatte sie natürlich einen bisschen besseren Status und konnte sich etwas leisten, was sich andere Frauen vielleicht nicht leisten konnten in dieser Zeit. Deshalb eben Vorbild, weil es auch irgendwie sozusagen, es war mit viel Kampf und viel, aber es hat trotzdem möglich, sich da ein bisschen einen eigenen Platz zu erkämpfen. Und auch hier in diesem Bild habe ich einarbeitet mit Wachs. Ich arbeite hier mit heißem Wachs. Auf diesem Bild habe ich einarbeitet. Wenn man genau hinschaut, dann kann man das genau verfolgen, dass es hier ein Gesicht gibt mit hier Augen und so. Das ist ein kleiner Hinweis darauf, auf die Mutter Natur. Also hier haben wir das erste Mal ein Thema, hier Religion, göttliche Mutter, die unbefleckte Empfängnis etc., alles was da sozusagen dazu gehört, die traditionelle Linie. Und hier kommt dann mal die Mutter Natur vor als solches, die aber mitspielt mit diesem Vorbild eigentlich, was sich in der Mutter Natur sozusagen auf der weiblichen, mütterlichen Ebene sozusagen passiert, was sich abspielt. Gleich in diesem Zusammenhang können wir hier auf der Seite das Bild, das ich ebenfalls gemacht habe, auch mit Wachs, dass ich keine Heilige genannt habe. Im Gegensatz zu da vorne, zu dieser Heiligkeit, wo die Mutter, weil sie den Sohn Gottes geboren ist, hochgehoben wird und aber auch nur sie, ansonsten alle anderen nicht, weil die Mütter haben ja und Frauen generell einen sozusagen einen niedrig gestellteren Wert und Platz neben dem Mann. Und hier aber zeige ich in diesem Bild, dass es eben keine Heilige ist. Die hat hier ein Kind und das ist definitiv keine unbefleckte Empfängnis. Das widerspiegelt sich auch in diesen Farben und in diesem Muster und dieser Pseudo-Krone, die ich hier um das Bild gemacht habe, um genau dieses Bild zu zerstören, diese Heiligkeit. Ja. Wir bewegen uns weiter zu der Künstlerin Fabiola Offenböck. Und zwar hat sie ein ganz anderes Thema aufgegriffen, nämlich das Thema die Welt der Märchen. Hier haben wir ein Bild, das sich Watch Me nennt. Und Fabiola Offenböck bedient sich mehrere Elemente in diesem Bild. Einerseits haben wir, erkennen wir ja gleich, dass es hier eigentlich um Rotkäppchen geht und den bösen Wolf. Aber es ist eigentlich als Thema, es kommt hier die Tochter vor, die Mutter kommt vor, die Oma kommt vor. Wir haben hier wieder die Kombination sozusagen in dieser familiären Konstellation. Da kommt der Vater gar nicht vor, die Brüder, die Söhne, die kommen überhaupt nicht vor. Es geht um die Mutter, um das Muttersein, um das Besorgtsein, die Oma ist im Wald und krank und das Enkel geht sie sozusagen besuchen. Und dieser Wald, die böse Welt da draußen, weil es ja dort diesen Wolf gibt, der das Böse an sich darstellt, das ist also die Gefahr, die große Gefahr für die Frau. Das ist ja das, wir müssen ja die Frauen ja irgendwie untergehen, die Männer sind ja diejenigen, die Frauen beschützen. Und es ist ja im Endeffekt in diesem Märchen auch so, dass der Wolf dann das Rotkäppchen frisst, die Oma gegessen hat, etc. Also, und dann der Jäger, der Mann kommt, der ihre große Rettung sozusagen für alle darstellt. Das Bild heißt Watch Me. Und ich möchte aber hier darauf hinweisen, wenn man das Bild genauer betrachtet, ist es nicht so ganz klar, wer hier wen genau beobachtet, wer hier wen
auffordert, einem anzuschauen. Ist das der Wolf, der das Rotkäppchen auffordert, ihn anzuschauen, oder ist es tatsächlich sie, die den Betrachter, die Betrachterin auffordert, einem anzuschauen, zu sagen, schau mich an, ich habe keine Angst vor diesem bösen Wolf und von dieser Märchenwelt, wo alles ganz schlimm ist und so. Also das ist ein Aspekt, der sozusagen für jeden von uns offen bleibt, wenn wir uns dieses Bild anschauen. Gleichzeitig sagt Fabiola Offenberg in ihrem zweiten Bild, das sie Strand genannt hat, da zeigt sie uns ein Bild, das was völlig Konträres zu diesem vorangegangenen, weil hier werden Frauen, Mütter dargestellt, nämlich das erste Mal die andere Mutter, deine Mutter. Es ist nicht mehr meine Mutter, sondern deine Mutter. Meine Mutter ist die, die voller Angst hat vor der bösen Welt. Das ist das, was man ihr eingetrichtert hat. Du brauchst Schutz etc. Aber hier deine Mutter, die anderen Müttern sozusagen, denen geht es irgendwie anders. Die sind freizügiger. Hier sieht man sie am Strand mit nacktem Körper sozusagen und haben ein freies Leben ausgewählt für sich selber. Und das ist etwas, was so gleichzeitig irgendwie zeigt, wie Frauen sich nach genau dieser Art von Freiheit sehnen. Mütter, die sie gerne ihre Wahl hätten, sich das auszusuchen, wie sie ihr Leben gestalten möchten, ohne irgendwelchen Vorgaben von Gesellschaft, Religion etc. Und das ist ein sehr spannender Aspekt, weil es um deine Mutter geht. Das erste Mal sehen wir hier, meine Mutter, die ist ja ganz anders. Aber deine Mutter, ja, das kann man schon sehen. Man sieht es in den Medien, man sieht es in den Zeitschriften, immer werden uns Bilder präsentiert von anderen Frauen, anderen Müttern. Auch wenn uns das nicht bewusst ist, dass es eigentlich Mütter sind, aber anderen Frauen, sagen wir mal so, die diese Freiheit genießen. Aber selber nicht so. Wir gehen hier weiter zu den Arbeiten von Jutta Wendt und hier haben wir einen Aspekt, hier geht es darum, dass Jutta Wendt sagt, meine Mutter ist eine sehr dominante Person, aber sie hat es leidenschaftlich geliebt, Akkordeon zu spielen, sie hat leidenschaftlich Operetten geliebt, im Speziellen das Land des Lächelns. Und das war so ein bisschen der Eindruck von der kleinen Jutta, also zu sagen, hier, ich zeichne dich als so, wie ich dich sehe, mit dem, was du sehr gerne hast. Ja. Der Aspekt in diesem Bild ist eigentlich dieser, dass von einer autoritären Mutter ist hier keine Spur. Hier sieht man was ganz anderes. Hier sieht man was wir hier hatten, diese Sehnsucht nach diesem Leben, Sehnsucht nach der Freiheit, nach dem Land des Lächelns ist hier das Thema, und genau darum ist das, worum es geht, sich frei zu fühlen, zu empfinden, zu dürfen und zu sein. Und gleich daneben das nächste Bild, wo Jutta Wendt sagt, das ist meine Oma und ich, ja, als kleines Mädchen. Und die Oma, das ist ja ein sehr spannendes, das haben wir schon bei den Märchen da so mitbekommen, und hier kommt das wieder ins Spiel, weil es darum geht zu sagen, die autoritäre Mutter und dann die Oma, bei der man umhegt und gepflegt wird und alles süße Kram und alles Mögliche also irgendwie machen darf, und die Oma ist die einen unterstützt. Die Oma hat gesagt, unsere Jutta wird einmal eine Malerin sein, eine große Künstlerin sein, wie sie doch recht hatte. Aber der Punkt ist das ist eine Mutter. Sie ist eine Oma, natürlich, für die kleine Jutta oder für die Jutta jetzt im erwachsenen Alter. Aber das ist eine Mutter, nämlich ihre Mutter. Und das ist nicht bewusst. Das ist auch ihr nicht bewusst. Das ist das, was sich verliert in diesen Verhältnissen, dass man das einfach aus den Augen verliert, dass das ebenfalls eine Mutter ist. Und eine Mutter, die in ein paar Jährchen vorher schon gelebt hat und was ganz anderes mitbringt und genauso
autoritär erzogen ist und genauso traditionell Religion etc. irgendwie mitverfolgt hat und das an ihre Tochter weitergegeben hat. Das geht hier als Oma irgendwie unter, weil in diesem Bild ist es klar, die Oma, das ist die Welt. Ja. Alles, was man sozusagen als Kind braucht, ist, jeder braucht eine Oma, die einem einfach alles gibt, was man möchte. Ja. Und mit diesem Gedanken wechseln wir ja zu dieser Künstlerin. Hier haben wir die Silvia Kölbel, die eine Spezialistin ist in puncto Tiere malen. Und wie ich finde, hat sie nicht nur das ausgezeichnete Darstellung von diesen Tieren geschafft hat, sondern hier sind so viele Emotionen in diesen Bildern. Glasklar, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Sie hat dieses Bild hier genannt, Mama, wo bist du? Ja? Also weil in diesen Farben, sozusagen den Flecken von der Giraffenmama und dem Giraffenkind, die nicht ganz klar ist, wo bin ich, wo bist du sozusagen. Aber in diesem Bild geht es darum, dass diese Giraffenmama ihr Kleines beschützen möchte, so gut sie kann. Eine Giraffe hat nicht wirklich so viele Optionen, ihr Kind zu schützen, aber sie tut ihr Bestes. Und sie gibt diesem kleinen Giraffenbaby das Vertrauen und das Gefühl der Sicherheit, dass es geschützt ist, ganz egal, was dann kommt oder nicht. Das Gefühl, das ist auf jeden Fall vorhanden. Und wenn man das bedenkt, dieses fürsorgliche, mütterliche, voller Liebe, voller Zuneigung und das Vertrauen und die Sicherheit, das, was das Kind am meisten braucht, dem zu geben. Dieses haben wir in dem nächsten Bild, in dem es darum geht, sozusagen, dass die Löwenmama eine Schonwäsche sozusagen dem kleinen Kätzchen verpasst und auch, genau wie da drüben, geht es hier darum, den Kleinen zu pflegen, liebevoll zu umsorgen und zu zeigen, dass wir Vertrauen haben, dass Mama ist ja da und alles, also irgendwie sich um alles kümmert. Gleichzeitig, wir wissen ganz genau, es sind die Löwinnen, die sich um das Futter kümmern, die auf Jagd gehen, die sich zusammenschließen, die Mütter, und auf Jagd gehen und dann ein Tier erlegen, um im Rudel sozusagen die Nahrung zu geben und zu überleben, um die Nachwelt, die Kleinen, zu versorgen. Und man sagt ja auch, sie kämpft wie eine Löwin, um etwas zu erreichen. Das ist nicht umsonst. Dieses Sprichwort ist nicht umsonst. Das ist genau das, was in der Mutter Natur, was wir da drüben hatten, tatsächlich passiert. Und diese Mutter ist eine Wilde. Sie hat schon Mittel. Sie weiß und sie scheut keine Sekunde darüber, verliert keine Sekunde, um ihr Kleines zu schützen. Und sie kann es auch beschützen, im Gegensatz zu der Giraffenmama. Aber hier geht es darum, um dieses kämpferische Element, das um zu überleben wichtig ist, um die Nachkommenschaft sozusagen gut zu versorgen. Wir nehmen diesen Gedanken, dieses kämpferische, dieses fürsorgliche, wir nehmen wir mit und kommen hier zu Gisela Ortner, einer Fotografin, die man muss dazu sagen, in Österreich zu den ersten Frauen, die als Kamerafrau sozusagen in Österreich tätig war und mit Erfolg, ja, möchte ich auch noch sagen. Und sie zeigt uns hier ihre Mutter, aber es geht um einen anderen Aspekt, nämlich den wir hatten bei der Giraffenmama und bei der Löwenmama, dieses Fürsorgliche, dieses Sicherheit geben, dieses kämpferische Vertrauen geben, das ist alles genauso vorhanden in diesen beiden Bildern als Mütter. Nur ist es hier, was hier noch nicht so zur Geltung, also was nur noch nicht so gleich sofort in Verbindung gebracht wird, ist, dass diese Mutter ja nicht nur eine Mutter ist oder eine Ehefrau wie da drüben oder
da eine Oma, ja, sondern sie ist auch eine Freundin, sie ist eine Nachbarin, sie ist eine Vertraute. Man trifft sich hier auf dem Bankerl, auf ein Tratschel. Hier, die Gisela Ortner nennt das Dorfschreiben im Abettlong. Ja, da trifft man sich, gibt es einen Treffpunkt. Da gibt es einen Treffpunkt, das Bankerl. Und da hat immer geheißen, in die Eile hat immer gesagt, sitzt denn schon wer da draußen am Bankerl, sitzt denn schon wer, damit sie sich dort treffen. Sozusagen modernes sozusagen Facebook von damals. Wo trifft man sich? Chatten und WhatsApp-Gruppen und sowas. Das ist zu der damaligen Zeit sozusagen. Ja? Das Fensterbankerl in der Dorfmitte quasi. Ja? Und man sieht hier, mit welche Freude diese drei Ladies miteinander haben. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Mütter sind nicht nur als strenge Erzieherinnen sozusagen da oder um die Familie zu erhalten, hier wieder Nahrung zu besorgen, zu kochen, zu putzen etc., was so alles anfällt, sondern sie sind auch da, um uns ein gutes Gefühl zu geben, gute Laune zu haben, zu lachen, etwas Erfreuliches sich auszutauschen, die Sorgen des Alltags wegzuwischen. Also das machen auch Mütter. Nachbarinnen, Schwestern, Tanten, das ist alles dabei. Und hier sehen wir auch noch einen Punkt, das uns Gisela Ortner hier super präsentiert auf diesem Foto. Und das sie genannt hat, Praterbesuch von zwei Kärntnerinnen. Ganz klar, also hier zeigt uns Gisela, also man muss schon auch ein bisschen abenteuerlustig sein. Von Kärnten nach Wien zu fahren und sich den Prater zu geben. Einfach zu einer Zeit, wo das jetzt vielleicht für Wienerinnen selbstverständlich war, aber für Kärntnerinnen sicher nicht. Ja. Nicht so einfach, sagen wir mal so. Und hier sieht man dieses Staunen, hier sieht man die Lust nach diesem Abenteuer, nach neuen Sachen, nach Dingen, also die das Leben einfach schöner machen. Und man vergisst einfach alle anderen täglichen Aufgabenstellungen, die zu bewältigen sind, die Verantwortung, die eine Mutter zu tragen hat, all das wird zur Seite geschoben für eine kurze Zeit und geht mit diesem Fluss, mit diesem Spaß an diesem Ausflug sozusagen heran. Wir nehmen jetzt diese Abenteuerlust, nehmen wir mit und schauen uns weiter, was uns noch hier zum Beispiel der Paul Del Pani, was der uns also irgendwie hier Schönes vorbereitet hat. Und auch Paul Del Pani hat sich seiner Mutter gewidmet, im Speziellen, weil vor wenigen Wochen die Mama verstorben ist und ein bisschen auch so ein Andenken an die liebevolle Mama sozusagen zu geben. Und hier möchte ich aber zwei Dinge irgendwie hervorheben, weil ich ja vorher gesagt habe mit dem abenteuerlich und so, dieses Bild heißt Remember Erna, also hier sehen wir mehrere Ausschnitte also Fotografien, die zusammen digital bearbeitet worden sind und zusammengefügt worden sind, um daraus ein Bild zu machen. Das ist unter anderem von Paul Del Pani einer seiner Spezialitäten. Nicht nur, er kann natürlich ganz viele andere Sachen auch, aber das ist etwas, wo er sich gerne herumspielt, um eine wunderbare Komposition zu erstellen, wie ich finde. Und was hier noch irgendwie ist, das sind Aspekte der abenteuerlich sozusagen, in welcher Situation sie alles erlebt hat. Aber auch hier kommt die Oma vor, nämlich ihre Mutter. Auch das ist auch nochmal hier ein kleiner Hinweis darauf, was wir vorher schon hatten. Irgendwie geht es ohne der Oma nicht so. Immer wenn die Mutter im Spiel ist nicht nur deine Mutter ein Thema, nämlich deine Mutter ist kaum ein Thema, aber es ist immer irgendwie die Oma ein Thema. Und die Oma ist aber auch eine Mutter. Das ist, was ich schon vorher gemeint habe. Also, und ich finde das super, dass der Paul Del Pani das hier in diesem Bild mit eingebaut hat. Und
weil es genau zu diesem Thema passt, ja, wie Oma. Und hier gehen wir weiter in diesem zweiten Bild, das sozusagen die junge Erna darstellt, das also in einer Zeit, wie Paul Lepage mir erzählt hat, und also auch hier sehr gut sichtbar ist. Es ist eine Zeit, in der man durchaus Freigeist hatte. Man konnte experimentieren. Das war eine Zeit, wo in den 60er Jahre, 70er, so in diesem Zeitraum, da konnte man ganz schön viel, also irgendwie als Frau ein bisschen rebellisch sein, ein bisschen aufmucken, wie man so schön sagt, und nach Rechten kämpfen und zeigen, dass man eigentlich nicht mehr so mit der Rolle, die einem zugetragen worden ist, zufrieden ist, dass man sehr wohl andere Vorlieben hätte. Und ich finde das auch so, zum Beispiel, wenn ich hier sehe, dass die in Hosen, also irgendwie ist, was man da vorne bei den Oberdreis überhaupt nicht, damit Schürze und Kittel und so Sachen, was eher so diesem traditionellen Bild von einer Hausfrau und Mutter irgendwie entspricht. Hier finde ich das super, das ist genau das, was diese Zeit auch ein bisschen aufzeigt und sagt, ja, Frauen haben angefangen zu sagen, Moment mal, es gibt uns und wir leisten hier ganz schön viel Arbeit. Wir haben Rechte. Wir sind die in dieser Welt Kinder gebären. Wir sind die viel Arbeit leisten. Und dieses einerseits Abenteuerliche, was wir vorher hatten, bekommt plötzlich ein bisschen eine andere Richtung, nämlich in Richtung sich befreien einfach von diesen unter Anführungszeichen aufgelegten Ketten. Ja. Worüber man darüber natürlich stundenlang diskutieren kann, wer wen welche Ketten aufgelegt hat oder ob sie aufgelegt sind oder ob man sie einfach angenommen hat. Aber das ist ein anderes Thema möglicherweise für eine andere Ausstellung. Aber wir nehmen diesen Punkt auf, diesen Wunsch nach Freiheit und diesen Wunsch, sich seine eigene Position sozusagen zu erkämpfen im nötigen Fall sozusagen, und kommen zu der Künstlerin, die Giorgi Vecchi heißt, und die sagt hier hier haben wir eine Schürze, die Giorgi Vecchi sich auferlegt hat und daraus ein Foto gemacht hat, nämlich das sieht man hier, wenn man genau hinschaut, dass das mit dieser sozusagen am Körper getragene Schürze, und sie hat hier eine kleine Art von Aktionskunst gestartet. Sie hat das genannt Self-Exhibitions. Sie hat dieses Foto mit dieser Schürze auf dem nackten Körper, hat sie dann immer mitgenommen in einer Ausstellung und hat dieses einfach aus ihrer Tasche ausgepackt und zu einem Bild dazugeklebt an die Wand und sich dann fotografieren lassen. Weil als Aktion, um zu zeigen, wir Frauen, deswegen diese hier 50 Brüste, die hier abgebildet sind, wir sind viele und wir hätten gerne diesen Respekt. Im Speziellen reden wir hier von Künstlerinnen, und es ist meistens in Ausstellungen und Museen und wie auch immer, werden nur bestimmte Leute hervorgehoben und gezeigt, und leider Gottes sind es aber nicht so viele Frauen, die in der Kunst irgendwo ausgestellt werden, und wenn doch, haben diese Künstlerinnen jahrelang dafür gekämpft, um irgendwie von der Kunstszene wahrgenommen zu werden, um dann irgendwann Jahrzehnte später in einem Museum oder in einem Ausstellungshaus gezeigt zu werden, deren Werke. Und die Giorgi Vecchi hat genau diesen Punkt genommen und hat gesagt, ich möchte eigentlich nicht warten, dass mich jemand einlädt, irgendwo ausgestellt zu werden. Ich wünsche mir, dass ich genauso viel Respekt bekomme. Ich bin eine Künstlerin und ich kann mich selber ausstellen, nämlich Self-Exhibition. Das ist also irgendwie ihr Zugang, dieser rebellische, was ich vorher angesprochen habe, hat im Sinne von sich die Freiheit erkämpfen, so nötigenfalls. Das hat Giorgi Vecchi tatsächlich gemacht einfach. Und ich finde das wunderbar. Und gleichzeitig hat sie
aber ein zweites Thema hier mit diesem Bild, das heißt Loslassen. Und sie spricht ein Thema, was ich in dieser Ausstellung bis jetzt noch gar nicht irgendwie hatten, weil wir reden von der Mutter, ja, also die alle fürsorglich ist, etc. Und das erste Mal, weil ich vorher gesagt habe, dass von Paul Lepani seine Mutter vor kurzem verstorben ist, das ist eine Verbindung zu diesem Werk hier, Loslassen. Hier geht es darum, meine Hände auf den Händen meiner toten Mutter. Das ist das Werk von Zsuzsi Wetsche, wo sie ein Thema anspricht und sagt, auch über den Tod hinaus. Also die Mutter, es gibt noch immer eine Mutter, egal wie die letzten Endes für einen nach Selbstempfinden war, als Kind, als Jugendlicher, später als erwachsene Person. Also diese Mutter die gibt es nur einmal und diese Mutter tut immer nur das, was eine Mutter tun kann, mehr nicht. Und manche Mütter machen das in einem viel ausgeprägteren Ausmaß und andere in einem wenigeren. Das hat aber mit deren Background und deren Geschichte zu tun. Und die Zsuzsi Wetsche zeigt mit diesem Bild ihrer Hand auf der Hand der toten Mutter glasklar, du gehst von uns, aber ich bin bei dir, wirst immer bei mir bleiben und ich werde immer bei dir bleiben. Ich lebe zwar und du bist verstorben, aber das macht nichts. Die Verbindung, die bleibt für ewig. Und ich möchte, wenn ich jetzt diese Runde sozusagen hier mit diesem Bild von Hobe beenden, und zwar haben wir ja hier der Hobe, der mit seinem Bild, das tatsächlich heißt meine Mutter, deine Mutter, hat hier einen Aspekt in diese Ausstellung gebracht, der zu diesem freikämpferischen, zu diesem abenteuerlichen, zu all dem irgendwie passt, mit dem, dass er sagt, gesellschaftlich gesehen, stehen wir heute, wir sind natürlich fortschrittlich, wir sind natürlich nach vorne. Es hat sich viel getan. Die Frauen haben es geschafft, die Mütter haben es geschafft, viel für sich zu verändern. Dennoch haben wir eine zweispiegelige Geschichte nach wie vor. Also er zeigt uns ja hier durch seine Bilddarstellung, dass diese gesellschaftskritisches Bild und dass man einerseits diese Frau, die freizügig ist, die sozusagen für alles zu haben ist, und das Bild der Frau, die, wie soll ich sagen, die man sich erkaufen kann, die für Spaß, für alles irgendwie zu haben ist, die Frau, die freizügig ist aus freiem Willen, aber gesellschaftlich wird sie ganz anders dargestellt. Ja. Und andererseits eben die Frau, die hier durch Traditionen, durch religiöse Einflüsse, deswegen ist das Bild ja auch ein bisschen gekippt, ja, nach unten gedreht, das ist ja sozusagen absichtlich gemacht, damit man diese Widersprüche besser erkennen kann. Und wir haben hier diesen Aspekt, zwei Seiten sozusagen, zwei Seiten, die ich glaube, einfach zu der heutigen Zeit sehr präsent ist in unserer heutigen Gesellschaft. Man kann natürlich sagen, irgendwo anders, in den anderen Ländern ist das besser oder in den anderen Ländern ist es viel schlechter, da haben die Frauen noch gar keine Rechte oder wie auch. Man kann das jetzt also irgendwie natürlich diskutieren, aber was hier wichtig ist in diesem Punkt zu sagen ist, wir haben ja mit Religion und dem familiären und traditionellen Aspekt begonnen bei Theresia Eros, haben uns alles angeschaut, was sonst noch meine Mutter, deine Mutter, was die Künstlerinnen und Künstler uns hier durch ihre Arbeiten zeigen wollten. Und letztendlich sind wir hier angelangt zu einer gesellschaftskritischen Position. Und ich finde es wunderbar, dass sie ausgerechnet von einem Mann kommt und nicht von einer Frau. Auch wenn die Zsuzsi Wetsche hier schon diejenige ist, die die feministische Seite sozusagen anspricht in diesem Kontext. Aber ich finde es super und bemerkenswert, dass Hobe sich diesem Thema
wirklich im Detail gewidmet hat. Und man könnte hier ganz viele Sachen noch herausnehmen, aber das werde ich jetzt nicht machen. Im Gegensatz dazu möchte ich Sie einfach alle einladen. Bis 19. März ist es möglich, in dieser Ausstellung sozusagen zu besuchen. Natürlich unter den Bedingungen, die die Regierung hier auferlegt hat, dass man eine FFP2-Maske aufhaben muss und dass man den 2 Meter Abstand irgendwie halten muss. Und natürlich aus diesem Grund biete ich diese Möglichkeit, dass man sich mit mir in Verbindung setzt, per E-Mail, per Telefon, however, und gerne einen Termin ausmacht. Und dann können wir in Details noch einmal alles ganz genau beschreiben und uns anschauen. Und alle Fragen vielleicht, die ich in diesem Zusammenhang nicht beantwortet habe, gerne beantworten. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Künstlerinnen und Künstlern bedanken für die Teilnahme an dieser Ausstellung. Ich möchte mich bei allen Unterstützern von Panto Art ebenfalls bedanken und freue mich auf euer Besuch. Alles Gute und bis bald!